Wenn klebriger, zäher Schleim die Atemwege blockiert, die Nebenhöhlen zudrückt und das Atmen zu einer kräftezehrenden Anstrengung macht, greifen die meisten Menschen zu chemischen Schleimlösern oder abschwellenden Nasensprays. Doch die moderne Lungenheilkunde und HNO-Medizin besinnen sich zunehmend auf ein simples physikalisches Grundgesetz der Natur: die biochemische Sprengkraft von reinem Salz. Salz ist kein passives Gewürz, sondern ein hochaktiver osmotischer Regulator. Wenn es in der richtigen Konzentration und über die passenden Kanäle in dein Atemsystem gelangt, kann es festsitzende Sekrete in Rekordzeit verflüssigen. Es fungiert wie ein Magnet, der Wasser anzieht, Entzündungen abbaut und die Selbstreinigungskräfte der Schleimhäute reaktiviert. Nummer 1. Tag 1. Der osmotische Schock für die Nebenhöhlen. Der erste Tag konzentriert sich auf die mechanische Entlastung der oberen Atemwege mittels einer hypertonischen Nasenspülung. Eine hypertonische Salzlösung besitzt einen höheren Salzgehalt als die Zellen deines Körpers. Wird diese Lösung mit Hilfe einer Nasendusche durch die Nebenhöhlen geleitet, setzt ein sofortiger physikalischer Prozess ein, die Osmose. Das Salz zieht überschüssiges Gewebewasser aus den geschwollenen Schleimhäuten heraus. Die Schleimhaut schwillt sekundenschnell ab, ohne auszutrocknen. Gleichzeitig bricht das Salz die Querverbindung innerhalb des zähen Schleims auf, verflüssigt den blockierten Propfen und spült Bakterien sowie Entzündungsstoffe physikalisch aus den engen Stirn- und Kieferhöhlen. Nummer 2. Tag 2. Die Tiefeninhalation für die bronchialen Verästelungen. Am zweiten Tag wandert der Fokus tiefer in die Lunge und die Bronchien. Hierzu nutzt man die Inhalation von Sohledampf oder den Einsatz eines Ultraschallverneblers mit einer 3%igen Kochsalzlösung. Die mikroskopisch kleinen Salzpartikel dringen beim tiefen Einatmen bis in die kleinsten Lungenbläschen vor. Auf den bronchialen Schleimhäuten angekommen, wiederholt sich der osmotische Effekt. Wasser strömt aus dem Gewebe in das Innere der Atemwege. Dieser plötzliche Flüssigkeitseinstrom unterwandert den zähen festsitzenden Hustenschleim, der sich wie ein klebriger Film an die Bronchialwände heftet. Der Schleim wird stark verdünnt, verliert seine Haftung und lässt sich durch den natürlichen Hustenreiz deutlich leichter und schmerzfreier abtransportieren. Nummer 3. Tag 3. Die Reaktivierung des mukoziliären Reinigungsapparates. Am dritten Tag des Salzprotokolls stabilisiert sich das gesamte Atemsystem durch die Wiederbelebung der körpereigenen Müllabfuhr, der sogenannten mukoziliären Clearance. Deine Atemwege sind mit Millionen winziger Flimmerhärchen ausgekleidet, die Fremdstoffe wie ein Fließband nach oben transportieren. Durch zähen Schleim und Entzündung werden diese Härchen gelähmt. Die kontinuierliche Salzbehandlung der vorangegangenen 48 Stunden hat den Schleim so weit verflüssigt, dass die Flimmerhärchen wieder frei schlagen können. Das Salz stimuliert zudem die Aktivität dieser Härchen, wodurch der restliche Schleim aus den tiefen Lungenabschnitten und den hinteren Nebenhöhlen mit erhöhter Taktzahl in Richtung Rachen abtransportiert wird, wo er einfach geschluckt oder abgehustet werden kann. Nummer 4. Die flankierende Salzzufuhr. Um den lokalen Schleimlösungsprozess von innen heraus biochemisch zu unterstützen, wird das Protokoll durch eine systemische Sole-Trinkkur begleitet. Hierbei wird jeden Morgen ein Teelöffel einer gesättigten Natursalzsole aus Himalaya-Salz oder Steinsalz in einem großen Glas lauwarmem Wasser aufgelöst und auf nüchternen Magen getrunken. Das Salz reguliert das gesamte Flüssigkeitsvolumen im Extrazellulärraum deines Körpers. Es sorgt dafür, dass das getrunkene Wasser nicht einfach ungenutzt ausgeschieden wird, sondern direkt in das dehydrierte Gewebe und somit auch in die schleimbildenden Drüsen der Atemwege transportiert wird. Dies garantiert, dass der Körper über genügend flüssiges Baumaterial verfügt, um die Sekrete dauerhaft flüssig zu halten. Und Nummer 5. Trockensalz für die zelluläre Desinfektion. Den finalen Beschleuniger des 3-Tage-Plans bildet die Trockensalzinhalation. Wenn trockenes, mikrofeines Salz inhaliert wird, beispielsweise durch den Besuch einer Salzgrotte oder den Einsatz eines Salzinhalators, wirkt es extrem wasseranziehend direkt auf der Oberfläche der Krankheitserreger. Das trockene Salz entzieht den in den Nebenhöhlen und der Lunge nistenden Bakterien und Viren die lebensnotwendige Feuchtigkeit, wodurch deren Zellmembranen kollabieren. Zudem wirkt Salz von Natur aus leicht entzündungshemmend und mindert die Überreaktion des Immunsystems in den Atemwegen. Die Schleimproduktion wird somit direkt an der Quelle gedrosselt und die Regeneration des empfindlichen Epithelgewebes kann beginnen. Möchtest du jetzt noch wissen, was passiert, wenn du jeden Tag Sonnenblumenkerne isst? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Klicke direkt drauf.